Mein neues smartes Life. Puls bei 95. Ist ein bisschen kalt. Ich glaube, ich mache die Heizung ein bisschen wärmer. Das ist nicht meine Musik. Sind die Nachbarn zu laut? Bin ich zu leise? Shit, Abbruch, Abbruch! Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends, euren IT-News für die 14-tägige Dose Paranoia. Heute wieder mit ganz tollen Themen wie Anonymous, die Trumps Plattform angreifen, bevor diese überhaupt gestartet ist. Twitch-Streamern, denen einfach ihr Gehalt gestohlen wird, einem Undercover-FBIler, der Spionagepläne eines Nuklearingenieurs aufgedeckt hat und erschreckende Neuerungen zur Chatkontrolle 2.0 in der EU. Viel Spaß! Und wie letztes Mal starten wir nicht mit den Hacking-News, haha, sondern mit einer kleinen Meldung. Ich bin von euch gewählter Juror beim Bundeswettbewerb für künstliche Intelligenz geworden. Vielen lieben Dank dafür, das ist eine Riesenehre für mich. Am 6. und 7.11. gibt es dazu einen kleinen Hackathon, wo ich zwar nicht wirklich dabei bin, aber ich habe ihn für euch schon mal in die Beschreibung verlinkt. Vielleicht ist es einfach sehr, sehr geil und ihr guckt einfach mal so vorbei. Die eigentliche Preisverleihung, wo ich dann auch dabei bin, findet am 12. November statt und wird beim YouTube-Kanal des Bundeswettbewerbs von der Uni Tübingen auch live gestreamt. Also falls ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. So, und jetzt geht's aber wirklich los mit den Hacking-News. Und zwar mit folgendem. Unter dem Namen von Truth Social gab Donald Trump am Mittwochabend bekannt, dass er ein neues alternatives soziales Netzwerk eröffnen möchte. Es sollte quasi Twitter nur ohne Twitter werden, denn dort ist Trump ja gebannt worden. Das Netzwerk war noch nicht live, aber innerhalb von 2 Stunden konnten Anonymous-Leute eindringen, haben Fake-Accounts erstellt und unter dem Namen von Donald J. Trump kackende Schweine gepostet und andere Nutzer beleidigt. Laut Anonymous gehört das zum Kampf gegen Hass. Ein bisschen weird, wenn ihr mich fragt, weil sie selbst eigentlich Hass verbreiten, aber da gibt es eine tolle Stelle in Star Wars dazu, die ich mal sprechen lassen möchte. Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Wie dem auch sei, scheinbar ist der Code auch auf jeden Fall geklaut, und zwar von Mastodon. Mastodon ist quasi genau das, was er bauen möchte, ein dezentrales Twitter, wo niemand die eigene Kontrolle hat. Und zwar Open Source. Jetzt hat Trump aber den Code nicht Open Source zur Verfügung gestellt, sondern einfach so benutzt und damit die Lizenz von Mastodon nicht eingehalten, die genau das fordert. Gut möglich, dass es da also auch noch eine Strafe dazu gibt. Wo auch viele Angriffe momentan reinkommen, ist Deutschland. Genau gesagt Deutschlands Verwaltung. Die ist ja, wie wir wissen, nicht ganz die modernste. Und das hat leider auch Witten zu spüren bekommen. Die Systeme der meisten Ämter in Witten, sowie das Kulturforum, die VHS, also Volkshochschule, das Stadtmarketing und der Stadtsportverband sind allesamt nur eingeschränkt verfügbar. Das LKA ermittelt zwar, doch Ämter sind leider super attraktive Ziele momentan. Die Angreifer wissen mittlerweile, dass deutsche Ämter eher nicht so aktuell sind, sie deswegen auch leichte Ziele sind, gleichzeitig brauchen sie auch noch ewig, bis sie wieder funktionsfähig sind und sie speichern viele Daten. Die kann man allesamt verkaufen. Alles in allem also wenig Aufwand, viel Nutzen. Das wird mehr und mehr werden, wenn ihr mich fragt. So hat es eben auch die Landeshauptstadt Schwerin gemerkt. Die haben auch eine Ransomware abbekommen und laut dem NDR dauert das eine ganz schöne Weile noch, bis alles wieder läuft. Die wichtigsten Dienstleistungen sind also allesamt erstmal nicht verfügbar und als Landeshauptstadt wirkt sich das natürlich auch auf andere Teile des Landes aus. Alles in allem also nicht so geil. Auch die Haftpflichtkasse VVAG hat einen Angriff abbekommen, ebenfalls Ransomware, und zwar nach dem Double Extortion Prinzip. Das heißt wiederum Malware drauf und Dateien runterkopieren. Dann alles verschlüsseln, dann erpressen. Und ja, wenn man eben nicht bezahlt, dann werden alle Daten einfach so verkauft. Verschlüsselt sind sie ja sowieso, das heißt aber trotzdem helfen so auch Backups nicht mehr, weil die Daten werden halt trotzdem verkauft. Die VVAG hat hier richtig gehandelt, wenn ihr zumindest die meisten Experten fragt, und sie haben nicht bezahlt. Denn wer bezahlt, der wird gleichzeitig ein deutlich interessanteres Angriffsziel, weil da kann man ja Geld holen. Ja? Und deswegen werden die Leute dann umso mehr und noch viel mehr hinterher nochmal gehackt quasi. Also 80% von denen, die gezahlt haben, sind nochmal angegriffen worden, beziehungsweise sogar nochmal gehackt worden. Und deswegen ist es sogar mittlerweile in den USA illegal geworden, Ransomware zu bezahlen. Einfach so. Ja, aber dadurch haben wir natürlich auch eine negative Seite, sind jetzt mittlerweile die Kundendaten allesamt online gelandet und bei mehr als 2 Millionen Versicherungsverträgen sind das schon eine ganze Reihe sehr sensibler Kundendaten, die jetzt im Netz rumgammeln.
Ich weiß, dass manche von euch davon betroffen sind, denn ihr habt mir weitergeleitet, dass ihr eine Mail bekommen habt und Teile davon eben mir auch einfach mal geschickt. Was ihr jetzt also tun könnt, ist erstmal Anzeige zu erstatten, denn mit diesen Daten von einer Haftpflichtversicherung kann man richtig gut Identitätsdiebstahl betreiben. Das heißt, ihr solltet auch damit rechnen, dass ihr vermehrt Phishing-Angriffe bekommt. Es tut mir sehr leid. Und es heißt natürlich, dass ihr sehr, sehr vorsichtig sein müsst, was ihr öffnet, welche Websites ihr öffnet, welche Downloads ihr überhaupt runterladen wollt, welche E-Mail-Anhänge ihr öffnen wollt. Da solltet ihr in Zukunft sehr, sehr vorsichtig sein. Aber das sollten wir alle meiner Meinung nach, denn bei den ganzen Leaks mittlerweile hat man, glaube ich, fast keine Chance mehr, nicht in einem da drin zu sein. Mittlerweile wird geschätzt, dass ca. 50% aller Deutschen in einem Leak irgendwo dabei sind. Ja, ihr seht, wo das hinführt. Wo wir übrigens gerade beim Thema sind. Scheinbar gibt es eine neue Phishing-Welle, die speziell auf YouTuber gerichtet ist. Das heißt, das soll dazu dienen, dass ich euch jetzt hier so ein kleines bisschen auch zeigen kann, was da so momentan reinkommt. Und ja, es geht um Folgendes. Also momentan kommt bei mir auch wieder sehr viel an. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles auf diese Masche zurückzuführen ist. Aber es kam zum Beispiel auch, ich glaube gestern wieder eine neue E-Mail rein, ob ich nicht ein Sponsoring mit Far Cry 6 machen möchte. Oder auf irgendwas anderes sponsern möchte. Oder. Es gibt so viel mittlerweile, ja. Und darüber hatte ich ja auch schon mal ein extra Video gemacht. Wichtig für euch ist jetzt allerdings im Moment Folgendes. Viele größere YouTuber auch haben ihre Konten nicht ausreichend abgesichert. Und da das Ganze jetzt hier im richtig, richtig großen Stil mit richtig vielen Mitteln auch gemacht wird und richtig gezielt für den einzelnen YouTuber, müsst ihr super, super vorsichtig sein. Das heißt, es wird jetzt nicht nur bei einzelnen YouTubern gemacht, sondern bei sehr, sehr vielen. Denn diese Accounts werden aktuell im Darknet für bis zu $4.000 und ich glaube, die Tendenz ist eher steigend als fallend verkauft. Und vermutlich loggen die Käufer sich dann einfach bei diesen Accounts ein und posten irgendwas, zum Beispiel Videos, aber auch vor allem Textposts oder Shorts, die nicht unbedingt auf den wirklichen Ersteller zurückzuführen sind und die wollen euch damit dann Geld abzocken. Das heißt, achtet bitte darauf, dass ihr auch von euren Lieblings-YouTubern nichts anklickt, von dem ihr nicht wisst, dass es wirklich von ihnen ist. Also, wenn es jetzt irgendwie ein Textpost ist, der euch um Kryptowährung bittet, dann solltet ihr das vermutlich erstmal nicht tun. Aber wenn der YouTuber vielleicht wirklich das machen möchte, ist halt jetzt schwierig. Aber grundsätzlich solltet ihr generell sehr, sehr misstrauisch sein, was solche Sachen angeht. Vor allem, weil eben jetzt auch viele Influencer gerade angegriffen werden. Erschreckenderweise ist aber auch Phishing für euch sehr, sehr gefährlich. Das wisst ihr ja, aber es wird noch ein kleines bisschen gefährlicher, denn ja, man muss den Nutzer nicht unbedingt dazu bringen, auf ausführbare Dateien, also .exe, wissen ja die meisten mittlerweile, ist gefährlich. Aber mittlerweile reicht es einfach nur, euch ein WinRAR-Verzeichnis zu schicken, um bei euch Code ausführen zu können. Denn die wenigsten Leute haben, glaube ich, eine aktivierte Version, also gekaufte Version von WinRAR. Sind wir mal ehrlich, warum ist eigentlich das Meme tot? Es hat nicht jetzt jeder rein zufällig eine gekaufte WinRAR-Lizenz, oder? Naja, wie dem auch sei. Die Meldung, dass ihr doch WinRAR kaufen sollt, also dieses kleine Pop-up-Fenster, das wird in einer Art Mini-Browser angezeigt, der, haltet euch fest, auf der Internet Explorer Engine basiert. Obwohl mittlerweile sogar Edge auf Chrome basiert, also auf der Chrome Engine. Und das hat zur Folge, dass auch leider die Schwachstellen der Internet Explorer Engines da drin sind. Ja, also diese kleine Fehlermeldung da, oder Nachricht, dass ihr es kaufen sollt, die hat eine Schwachstelle. Und zwar könnte ein Angreifer hier einfach diese Meldung anzeigen. Das heißt, wenn sie angezeigt ist, dann wird da sozusagen was rein injected und dann muss man als Benutzer einfach nur bestätigen und auf Ja drücken, dass man ein Skript ausführen möchte. Und das tun leider sehr, sehr viele, weil sie denken, es ist halt echt. Aber es ist nicht echt. Das heißt, darüber kann dann ein Angreifer beliebigen Code ausführen und sich so Zugriff aufs System verschaffen. Remote Code Execution, wie gesagt, ist hier das Schlüsselwort und ja, tut mir jetzt also bitte einen Gefallen, falls jemand von euch ein WinRAR-Archiv schickt oder generell ein Archiv, das sich dann öffnet in WinRAR und diese kleine Pop-up-Meldung hervorbringt, dann bitte nicht einfach, wenn eine Sicherheitswarnung oder ein Script-Error kommt, einfach auf Ja klicken, sondern denkt drüber nach und im Zweifelsfall klickt ihr auf Nein, okay? Kommen wir aber ganz kurz zu Acer, denn hier ist was Erstaunliches passiert. Acer wurde gehackt. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so erstaunlich. Alle Userdaten werden im Darknet verkauft. Wow, welche Erstaunung, seht ihr sie in meinen Augen. Das wirklich Spannende ist aber, dass sie in derselben Woche nochmal gehackt wurden. Acer war wieder voll funktionsfähig, trotz Ransomware. Hut ab an der Stelle, deutsche Behörden brauchen dafür ein paar Monate. Aber sie wurden direkt nochmal gehackt, in derselben Woche.
Die Hacker haben daraufhin ZDNet, eine Nachrichtenagentur, angeschrieben und gesagt, dass sie das nur getan haben, weil es so unfassbar leicht ist, Acer zu hacken. Scheinbar hat die Firma viel zu wenig für ihre Sicherheit getan und die Hacker wollten das nochmal betonen. Die Gruppe hat laut ZDNet sogar Acer mehrfach selbst informiert, also dass sie gehackt haben. Ja, das nenne ich mal eine andere Art, ein Statement zu setzen. Doch es kann auch Firmen treffen, die sehr viel für ihre IT-Sicherheit ausgeben, darunter auch Tesla. Das niederländische Institut für Forensik sagt, sie haben über Reverse Engineering die Verschlüsselung des Tesla-Datenspeichers geknackt. Darüber konnten sie das Fahrprotokoll auswerten und einlesen natürlich auch, dass Informationen über alles enthält, also Geschwindigkeit, Gaspedalstellung, Lenkradwinkel etc. Sie konnten darüber auch bei einem Unfall herausfinden, was die Unfallursache war, nämlich zu spätes Bremsen und dass der Tesla-Bremsassistent hier eben nicht früh genug angefangen hat zu bremsen. Der ist halt so eingestellt. Dazu muss man allerdings sagen, dass Tesla sehr, sehr hohe Bug-Bounties hat, das heißt, wenn irgendjemand sowas findet, dann wird das in der Regel sehr, sehr gut bezahlt. Deswegen gibt es halt auch relativ wenig, weil sich viele dran machen und da dann halt Geld mit verdienen wollen. Ich bin super gespannt, wie das weitergeht, aber eigentlich habe ich mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht, dass ja auch das alles protokolliert wird und eventuell auch an Tesla geschickt wird oder an andere Firmen. Das ist irgendwie ein gruseliger Gedanke, wenn ihr mich fragt. Der coolste Hack der Woche geht aber an die Elk Grove High School. Dort haben einige Schüler die schuleigenen Systeme getestet und haben über einen Portscan von über 8 Millionen IPs haufenweise unsichere Hardware gefunden. Drucker, Telefone, Displays, Sicherheitskameras und die natürlich ohne Passwortabfrage. Als Abschlussstreich, wenn ihr so wollt, wurden dann alle Schüler und Lehrkräfte auf einmal über die kompletten Displays der Schule kollektiv gerickrollt. Die Administration hat sich bei den Schülern bedankt und hat die Fehler scheinbar behoben. So muss das passieren. Und die Kuriosität der Woche, was die Hacks angeht, geht an einen digitalen Bankraub. Forbes hat von einer Überweisung des Bankenchefs an eine externe Person in Höhe von 35 Millionen Dollar gesprochen. Der eigentliche Trick dahinter, weil das ist ja jetzt nichts Besonderes, das war gar nicht der Chef der Bank, der das autorisiert hat, sondern ein Deepfake, so sagt Forbes zumindest. Der Angestellte soll scheinbar per Telefon die Nachricht bekommen haben und dann einfach gemacht haben. Deep Voice soll dabei zum Einsatz gekommen sein und das ist ein Tool, das Stimmen nachahmen kann. Über das Telefon kann man sich das schon vorstellen, weil das Telefon verzerrt natürlich die ganzen Stimmen sehr, sehr arg. Ja, daher, meiner Meinung nach, könnte durchaus was an der Geschichte dran sein, aber es kann natürlich auch einfach sein, dass er einfach selbst das Geld gestohlen hat und ja, dann eben Deep Voice behauptet hat. Denn Deep Voice ist jetzt nicht so unfassbar gut und bei einer solchen Überweisung würde ich persönlich zumindest nochmal mit allen Rücksprache halten, die halt da über mir sind und dann mich einfach absichern. Aber gut, vielleicht ist das auch sehr normal an der Bank, das wissen wir ja nicht. Aber wir sehen trotzdem, dass diese Deepfake-Sachen immer mehr zum Problem werden und wir sollten uns meiner Meinung nach an sinnvolle Mechanismen setzen, um Identitäten zu verifizieren. Telefon oder E-Mail reicht da einfach schon lange nicht mehr aus. Ich meine, Stimmen können auch einfach ähnlich sein und E-Mails, die kann man hacken. Da muss definitiv mehr passieren und dazu gibt es hoffentlich bald noch ein paar mehr Videos von meiner Seite hier. Kommen wir aber zu den Celebrity News. Spaß, es geht um Follow-up des Twitch-Hacks von letzter Woche. Viele Streamer auf Twitch bekommen ihr Geld aktuell nicht, weil die Bezahlmethode geändert wurde. Das heißt, sie haben zum Beispiel bei Twitch PayPal angegeben als Auszahlmethode und ein Angreifer hat einfach die E-Mail geändert oder ein Konto angegeben oder. Zurückändern, so sagen die meisten auf Twitter, klappt nicht und deswegen schreiben sie natürlich den Twitch Support an, der sich darum kümmern soll. Der Support sagt aber nur, dass man das Passwort ändern soll und Zwei-Faktor-Authentifikation aktivieren soll. Das ist das, was ich euch auch schon immer sage. Das Problem an der Sache ist jetzt, das haben die meisten Streamer schon längst getan und zu einer erneuten Zahlung, die sie dann natürlich fordern, sagt Twitch ganz einfach: Nach einer Untersuchung scheint es, dass das Gehalt an die ausgewählte Bezahlungsmethode geschickt wurde. Der Twitch-Support sieht sich außerstande, erfolgreich gezahlte Summen zurückzuholen oder erneut auszuzahlen. Wow, Twitch, das nenne ich mal Community Support. Mir scheint es fast so, als hätte Twitch noch immer Malware auf ihren Servern und wie sie damit umgehen, ist halt einfach nur lächerlich, denn immerhin ist es deren Verantwortung. So, und damit kommen wir zum Hack der Woche. Dieses Mal war das ein Social Engineering Angriff der Extraklasse.
Ein FBI-Agent hat sich undercover ausgegeben als ein Käufer für sensible militärische Dokumente, wie etwa Reaktoren auf Atom-U-Booten. Ja. Darauf ist ein Navy-Ingenieur angesprungen und hat über wirklich sichere Verschlüsselung kommuniziert, $70.000 in Monero verlangt und sich so eigentlich abgesichert. Tatsächlich ist er dann allerdings bei der Übergabe geschnappt worden, wo er dann halt die Dokumente einfach abgelegt hat. Hätte er also die Dokumente nur digital verschickt, wäre ihm überhaupt nichts geschehen und man hätte ihn nicht festnehmen können. Und das muss man sich mal so überlegen, ja? Der hat Zugriff auf sehr, sehr, sehr geheime Dokumente und kann die einfach an alle Welt verkaufen. Und zwar völlig anonym. Und das kann man jetzt auf zwei Arten interpretieren. Entweder Verschlüsselung ist böse und man muss Monero und jede Art von Anonymität verbieten. Oder man könnte sich einfach fragen, warum wir Atomwaffen benötigen und ob die Leute wirklich vertrauenswürdig sind. Die CDU, lassen wir das. Es geht aber um Folgendes. Es zeigt, wie gefährlich Informationen einfach heutzutage sind und vor allem auch leider, wie nah wir eigentlich einer Eskalation wirklich kommen. Denn solche Informationen zu kaufen, war früher schon ein Grund, warum man da mal ein bisschen aktiver wurde. Wie nah wir außerdem an einer Eskalation sind, auf die wir absolut keine Lust haben, zeigt der Aufreger der Woche. Dort hat der Waffenhersteller Sword einen neuen Roboter vorgestellt, der ein Scharfschützengewehr auf dem Rücken trägt. Er sieht aus wie ein Hund ungefähr, hier habt ihr ein Bild. Und dieses Gewehr feuert nach den Angaben des Herstellers auf bis zu 1200 Metern, also 1,2 Kilometer, präzise. Auch enthalten sind eine Wärmebildkamera, ein 30-facher optischer Zoom und Tarnmöglichkeiten gegen Nachtsichtgeräte. Also eine der ersten vollautomatischen, funktionsfähigen Robotern, die auch wirklich eingesetzt werden könnten und einfach nur krasse Tötungsmaschinen sind, die wieder natürlicher nicht sein könnten. Das widerspricht nämlich maßlos den Gesetzen von Asimov, die ich für immer noch sehr, sehr wichtig halte. Nämlich, dass Roboter niemanden anders töten dürfen, also keinen Menschen töten dürfen. Aber es wird auch anders gemacht eigentlich von vielen Herstellern und zwar vor allem von Boston Dynamics. Die stellen richtig geile Roboter eigentlich her. Und untersagen bislang jegliche Art der Bewaffnung, was ich gut und wichtig finde. Bewaffnete Kampfmaschinen haben keine Ethik und keine Gefühle und Töten sollte meiner Meinung nach niemals wie eine Maschinerie gehandhabt werden. Ich würde mich freuen, wenn wir zu dem ganzen Thema noch ein bisschen in den Kommentaren diskutieren könnten, weil mich eure Meinung dazu wahnsinnig interessieren. Erfreulicher sind allerdings die Darknet News, denn die Rebel-Gruppe, die ja wirklich extrem aktiv war im letzten Jahr, unter anderem mit dem Kaseya-Hack, der mehrere Millionen an Lösegeld gefordert hat, und dem Hack auf die Ölpipeline, die sind scheinbar gefasst worden. Sie haben scheinbar die Server übernommen, also vor allem das FBI, aber die haben sich nicht so sehr dazu geäußert und nach den Verantwortlichen dann auch wirklich gesucht. Scheinbar gab es einige Festnahmen, sicher sein kann man sich da aber nicht. Wo man sich auch nicht wirklich sicher sein kann, ist, ob das wirklich die echten Rebel waren, denn Rebel ist ja vor einer Weile verschwunden von der Bildfläche und kurz darauf waren sie wieder da. Tja, und jetzt sind sie hops genommen worden, aber ohne offizielle Stellungnahme das Ganze. Das heißt, es könnte natürlich auch einfach sein, dass das Ganze gespielt wurde, aber trotzdem sieht es gut aus, dass Rebel zumindest weg ist. Machen wir aber einen kleinen Schwenk in greifbare Nähe mit, welche Kategorie wird es wohl sein? Genau, der Fail der Woche. Die deutsche Firma Modern Solutions, versteht ihr? Modern und Deutsch, hatte eine Schwachstelle. Und zwar, ihr kennt vermutlich die Firma kaum, aber sie sind Dienstleister für Otto, Check24 und Kaufland und stellen da quasi so ein bisschen die Kaufinfrastruktur bereit. Über diese Lücke konnten über 700.000 Bestellungen angesehen werden. Natürlich inklusive Kundendaten, Adressen, teils sogar Bankverbindungen und so weiter und so fort. Der Programmierer, der die Lücke gefunden hat, sein Name ist Steyer, sagt selbst gegenüber dem Spiegel, man muss sich vorstellen, da ist ein Programm, das alle Daten aller Händler und von deren Marktplätzen aggregiert, also zusammenführt. Und dann hatten die für ihre Datenbank das Passwort im Klartext und ohne Verschlüsselung hinterlegt. Kundendaten obendrein auf dem Server seit Jahren nicht gelöscht.
Zitat Ende. Soweit so gewöhnlich, leider. Allerdings, die Schwachstelle wurde ja nicht von irgendeiner Ransomware-Gruppe ausgenutzt, sondern, also die Daten sind auch nicht im Darknet oder sowas verfügbar, sondern Steyr hat die Presse und Modern Solutions sofort informiert. Das Unternehmen reagiert aber halt nicht darauf. Weder auf die Deadline, die der Finder eben gesetzt hat, noch auf irgendwelche Presseanfragen. Und als er die Lücke dann den Händlern, sprich Otto etc. meldete, da gab Modern Solutions sogar vor, dass das Problem repariert gewesen wäre. Was nicht der Fall war. Das hat Otto selbst dann rausgefunden. Im September gab es dann sogar eine Hausdurchsuchung für den Entwickler, der es gefunden hatte, und es wurden 5 Notebooks, Arbeitsnotebooks wohlgemerkt, plus externe Speichermedien beschlagnahmt. Der Kerl ist jetzt also quasi arbeitslos, weil er kann nicht weiterarbeiten. In diesem Zug möchte ich mit euch über ein Thema sprechen. Ihr kennt das Ganze ja, ich mache das ja manchmal, dass ich einfach manche Themen hier anspreche, wenn ich gerade irgendwie den passenden Bezug habe. Und zwar der Hacker-Paragraph. Denn solche Aktionen führen dazu, dass aus Versehen oder absichtlich gefundene Schwachstellen, auch solche extremen Schwachstellen wie diese, die wir hier hatten, die ja wirklich einen riesigen Impact hat, dass die einfach nicht mehr gemeldet werden, weil das Vertrauen weg ist. Ganz ehrlich, wenn Modern Solutions sich um ihre IT-Sicherheit gekümmert hätte, dann hätten sie mehrere tausend Euro bezahlt für so ein Ergebnis. Ein Chefposten der IT-Sicherheit kostet ein Unternehmen teils über 100.000 Euro im Jahr. Die kümmern sich aber nicht darum, also Modern Solutions, und haben einen Freiwilligen, der das auch noch meldet und es nicht ausnutzt, der einfach so das Ganze für sie macht, für mehr oder weniger eigentlich, und der bekommt kein Geld, sondern eine Hausdurchsuchung. Das ist eine relativ ähnliche Geschichte wie die der CDU Connect, falls ihr euch erinnert. Meiner Meinung nach muss hier dem Hacker-Paragraphen ein Zusatz angefügt werden, damit sowas nicht mehr vorkommt, der dann einfach besagt, wenn jemand das Ganze nur macht, um ein System sicherer zu machen, dann kann er keine Hausdurchsuchung bekommen und kann nicht verurteilt werden. Irgendwie sowas. Ich jedenfalls werde unter keinen Umständen mehr irgendeine Sicherheitslücke melden, wenn ich sie aus Versehen finden sollte. Die Gefahr ist einfach viel zu groß, denn wenn hier alles beschlagnahmt wird, ja, dann habe ich keine Möglichkeit mehr weiterzuarbeiten und die deutschen Behörden brauchen mehrere Jahre, bis sie die Rechner wieder rausrücken. Das heißt, sollten die Unternehmen dann doch gehackt werden und sollten doch unsere ganzen Daten im Netz landen, dann haben wir halt alle ein Problem. Und ja, ich weiß, das trifft dann auch natürlich die Nutzer. Aber dann gibt es halt eine saftige Schadensersatzforderung wegen DSGVO-Verstoß, was das definitiv war. Deswegen, solltet ihr Kunde bei Otto oder einem der anderen gewesen sein, fragt gerne mal einen Anwalt an, ob ihr vielleicht Modern Solutions anklagen könnt, oder schickt das Video am besten Solmecke, der kümmert sich ja eh um sowas. Kommen wir aber zu den heiß ersehnten Politik-News. Ich sehe es ja schon durch eure gehackten Webcams, wie ihr mal wieder die schlechten Nachrichten aus dem EU-Parlament hören wollt. Und ja, ich habe da was für euch, sogar gleich mehrere. Wir fangen an mit anonymen Websites. Im EU-Parlament wurde nun eine Identifizierungspflicht für Inhaber von Internetdomains inklusive Telefonnummern beschlossen. Was ist das? Nun, wenn ihr hier mal ganz kurz auf die Webseite schaut, die ihr gerade besucht, ihr seid auf youtube.com. Doch der Browser weiß nicht, was das ist. Der sendet eine Anfrage, um nachzusehen, was für ein Server sich wirklich hinter youtube.com verbirgt. Und eigentlich ruft ihr mit eurem Browser bloß die Webseite von diesem Server auf. Der Trick ist also dieser Name. Nur über den ruft man heutzutage eigentlich die Websites auf in den allermeisten Fällen. Erreichbar, das ist wichtig, sind sie aber eigentlich auch ohne, nämlich über die IP-Adresse, die ihr dann quasi im Hintergrund verwendet. So, und jetzt möchte die EU diesen Domainnamen, also youtube.com zum Beispiel, an euren Namen koppeln, also nicht an euren, sondern an den Inhabernamen koppeln, solltet ihr so eine Domain haben. Das heißt, ihr müsst eure Adresse, eure Nummer, Telefonnummer und euren Namen für jeden Menschen da draußen sichtbar ins Internet stellen. Ja, diese Verzeichnisse, die sind öffentlich, darum geht es ja bei der ganzen Aktion. Das mag vielleicht bei ganz großen Firmen ziemlich nützlich sein, aber es gibt auch sehr viele Privatpersonen, die eine Website haben wollen und registrieren. Zum Beispiel, wenn sie einen eigenen E-Mail-Server hosten. Nehmen wir einfach mal an, ich hole mir die Domain mössner.de. Ja, -morpheus.de wäre geschäftlich. Mössner.de ist meine Privat-E-Mail und dort will ich einen E-Mail-Server für mich und meine Familie hosten. Weil ich zum Beispiel einfach nicht bei anderen Anbietern meine E-Mails lagern möchte, weil die halt privat sind. So, dann kann ich das jetzt nicht mehr tun, ohne meine private Anschrift und meine private Nummer anzugeben.
Die werden dann wahrscheinlich bombardiert mit irgendwelchen Phishing-Angriffen, wahrscheinlich so 100 SMS-Phishing-Angriffe pro Tag und ja, genau dafür gibt es ja Bots. Das ist, als wärt ihr in einem Leak drin, nur ihr stellt es halt freiwillig online. Das ist eine ziemliche Schnapsidee und geht entschieden gegen dieses offene und für jeden gleichermaßen zugängliche Internet, das wir eigentlich haben sollten. Denn so bleibt eine Domain eigentlich nur den Firmen vorbehalten, die das sinnvoll nutzen können. Und das halte ich für ziemlich falsch. Hier sind zudem noch die Abstimmungsergebnisse der deutschen Abgeordneten. Ich bin besonders enttäuscht von der FDP. Von euch hätte ich mehr erwartet, wenn ihr euch schon als so digital darstellt. Ebenfalls hat mich Patrick Breyer über eine E-Mail zu Neuerungen in der Chatkontrolle informiert. Ich darf das hier für euch teilen. Die Chatkontrolle 2.0 ist eine Erneuerung des Chatkontrolle-Gesetzes, das es jetzt schon eine Weile gibt und von dem irgendwie niemand spricht. In diesem Chatkontrolle-Gesetz steht erstmal Folgendes drin. Es soll nach illegalen Materialien, vor allem halt Kinderpornografie, gesucht werden. Und das passiert dann zum Beispiel in E-Mails oder in anderen unverschlüsselten Diensten aktuell auf freiwilliger Basis. Wird etwas gefunden, also ganz kurz zusammengefasst, wird etwas gefunden, dann wird automatisiert beim BKA gegen euch eine Anzeige erstellt und das BKA bekommt dann quasi Nachrichtenkontext, das heißt bisschen davor, bisschen danach, damit sie es einordnen können, was das eigentlich ist und dann wird da eben ermittelt. Also wenn ihr zum Beispiel ein Bild von eurem Kind am Strand macht, dann landet das halt beim BKA und die entscheiden dann, ist das wirklich strafbares Material oder nicht. Denn die KI selber hat ca. 80% Fehlerquote. So, ihr findet mehr dazu im Video zur Chatkontrolle, guckt da gerne mal rein, ist ein super wichtiges Thema, da hatte ich auch ein Interview mit Patrick, also von dem her ist sehr wichtig. Okay, die Abstimmung zu Chatkontrolle 2.0 ist allerdings erst im Dezember. Und dazu ist jetzt ein Diskussionspapier durchgesickert. Dort heißt es dann, also in der Chatkontrolle 2.0 wird das Ganze verpflichtend für alle. Das heißt, nicht mehr nur auf freiwilliger Basis und nicht mehr nur Sachen, die sowieso nicht verschlüsselt sind, sondern WhatsApp, Signal, Telegram, alle verschlüsselten Messenger, inklusive aller verschlüsselten E-Mails, inklusive aller verschlüsselten Dienste, zum Beispiel Zoom, Jitsi etc. Und jetzt ist eben durchgesickert, wie man das realisieren möchte. Das heißt, die Mitgliedstaaten befürworten das auch scheinbar eine clientseitige Durchsuchung. Das heißt, auf dem Handy läuft eine KI, bevor ihr die Nachricht geschickt habt und nachdem ihr sie erhalten habt. Und diese KI scannt dann, um was es sich bei der Nachricht handelt. Sollte es sich um vermeintliche Kinderpornos handeln, wie gesagt, über 80% Fehlerrate, Kinder am Strand und Therapiesitzungen werden zum Beispiel ebenfalls erkannt, falls man über das Thema redet, dann wird die Nachricht ans BKA geschickt, inklusive Nachrichtenkontext, das heißt die Infos davor oder danach. Wenn nichts gefunden wird, dann wird ganz normal verschlüsselt und die Nachricht verlässt niemals unverschlüsselt euer Handy. Und sie wird halt dann erst gesendet, wenn sie verschlüsselt ist. Und ja, das passt auch eigentlich ganz gut zu dem, was Christian Solmecke bei WhatsApp gesagt hat und das, was wir ja auch auf Twitch besprochen hatten. Demnach will die EU sämtliche Geräte dauerhaft durchscannen und auf illegale Materialien prüfen. Ich wiederhole das nochmal. Die EU will Scanner auf euren Geräten, die eine 80% Fehlerquote haben. Macht ihr Bilder von euren Kindern, kriegt ihr eventuell eine Hausdurchsuchung, weil die werden ans BKA automatisch weitergeleitet. Von einer KI. Bekommt ihr Nudes von eurer Freundin und die sieht halt nicht aus wie 18, sondern wie 17, dann kriegt ihr eine Anzeige und die Polizei sieht diese Nudes auch. Und das betrifft dann eben alle Messenger. Völlig egal, wie bombensicher die Verschlüsselung ist, denn die Nachricht wird ja vor der Verschlüsselung gescannt. Ihr habt daher jetzt die Möglichkeit, euren Abgeordneten eine E-Mail zu schreiben und euch darüber zu beschweren. Wenn ihr wollt, ich glaube, man kann auch auf YouTube einen Clip erstellen. Klippt gerne dieses Video hier oder klippt gerne einfach das Video zur Chatkontrolle und schickt das weiter. Dürft ihr gerne machen. Alle Quellen inklusive dem ganzen Papier mit Diskussionen und so weiter drin, findet ihr alles in der Beschreibung. Bezieht euch darauf. Es ist richtig wichtig. So, und der letzte Politikfail der Woche. Man möchte ja ganz gerne auch das E-Rezept einführen. Das heißt, wenn ihr vom Arzt ein Rezept bekommt, könnt ihr das per QR-Code in eine App einlesen und damit dann in die Apotheke gehen und es bekommen oder einfach online bestellen und dann eben bekommen. Macht vieles an sich einfacher, die ganze Zettelwirtschaft wird weniger, hoffentlich zumindest, allerdings nur, wenn man es eben auch richtig macht. Denn diese E-Rezepte sollen wohl ohne Verschlüsselung daherkommen, obwohl der Deutsche Apothekerverband das eigentlich wollte.
Ich bin mir noch nicht so ganz genau sicher, wie tief das geht. Ich hatte ja noch keins von diesen Rezepten in der Hand, weil die gibt es ja noch gar nicht. Aber wenn diese Rezepte komplett ohne Kryptographie auskommen würden, könnte ich einfach so einen QR-Code abfotografieren, Name und Medikament ändern und schon habe ich statt einem Asthma-Spray medizinisches Cannabis verschrieben bekommen. Okay, wäre jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange nötig, aber ihr wisst, was ich sagen möchte. Wäre schon ein bisschen ironisch, denn man hat das Rezept, das E-Rezept ja eigentlich genau wegen diesen Betrugsversuchen eingeführt. Auf der anderen Seite hätte man so etwas hat eigentlich nichts mit Verschlüsselung zu tun, sondern es geht eigentlich eher um die digitale Signatur des Arztes. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, so ein Gerät kann man sich wahrscheinlich auch irgendwie ergaunern oder knacken oder sonst irgendwas machen. Da wird wahrscheinlich bei der nächsten Präsentation des CCCs auch alles sehr, sehr spannend werden. Ich bleibe da natürlich auf jeden Fall für euch dran. So, das war's jetzt mit den Politik-Fails, aber ich bin noch nicht fertig mit den Politik-News. Denn es gab auch noch eine Pressekonferenz mit Arne Schönbohm, dem Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik BSI, den kennt ihr vielleicht sogar. Dort hat er die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland als besorgniserregend bezeichnet. Die Produkte seien mangelhaft und Mängel würden nicht schnell genug behoben werden. Anwender sind nicht geschult genug und speziell kritische Infrastruktur ist gefährdet. In der Periode, die jetzt da in dem Bericht quasi drin stand, sei die Lage besonders angespannt bis kritisch, heißt es. Und in Teilbereichen besteht sogar eine Alarmstufe Rot. Deutsche Behörden seien vermehrt angegriffen worden und es sind Zehntausende Mails mit Malware im Regierungsnetz eingetrudelt. 44.000 werden scheinbar pro Monat abgefangen von den Filtern. Es gibt fast 15 Millionen Meldungen von Malware bei deutschen Netzbetreibern und speziell Corona-Testzentren wurden auch erwähnt. Da habe ich ja auch fast jedes Mal bei den IT-Trends was dabei gehabt, als die wirklich sehr, sehr wichtig waren. Und es waren teils wirklich lächerliche Schwachstellen dabei, wie unsichere Excel-Tabellen, die einfach offen geteilt wurden und vieles, vieles mehr. Ich bin grundsätzlich froh über diesen Bericht, denn der ist im Endeffekt maßgeblich dafür, was die Bundesregierung in dieser Sache beschließt und was da eben noch in Zukunft gemacht wird. Und dementsprechend, ja, hat bzw. wird noch die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 ca. 6 Milliarden Euro für IT-Sicherheit ausgeben. Das ist vermutlich nicht gut genug, aber es ist zumindest ein sehr, sehr wichtiger Anfang und fördert den Stand, den wir haben. Trotzdem sehe ich halt bei vielen, gerade bei vielen Behörden, extremen Nachholbedarf. Auch was Datenspeicherung angeht. Man kann mittlerweile fast davon ausgehen, dass man gehackt wird. Deswegen sollte man da auch eine schnelle Strategie haben, um wieder lauffähig zu sein. Und auch hier macht das deutsche Internet vielen einen Strich durch die Rechnung. Da muss auch Gigabit-Upload Standard sein und nicht einfach nur Gigabit-Download. Das reicht einfach nicht, denn Backups wollen hochgeladen werden und runtergeladen werden, falls irgendwas passiert. Nicht nur eben hochgeladen. Ich möchte ein aktuelles Backup haben, nicht einfach nur alle 10 Tage das Ganze hochladen können, weil sonst mein Internet permanent lahmgelegt ist. Das ist doch nicht die Zukunft. Kurzum, Deutschland hat auch laut den eigenen Behörden extremen Nachholbedarf und ich hoffe, dass sich da einiges ändern wird. Trotzdem toll ist auch der Entschluss des Europäischen Gerichtshofes, dem EuGH, denn man darf nun Software, egal ob sie einer Firma gehört oder Open Source ist, untersuchen und reverse engineeren, wenn man zum Beispiel Bugs finden möchte. Das heißt, wenn ihr nach Bugs sucht, dürft ihr jede Android-App in ihren Source-Code zerlegen, dort nach Problemen suchen und diese dann melden. Das ist zumindest mal sehr, sehr angenehm, denn das gleicht einem Pentest nicht von Webseiten, sondern von Anwendungen, von Applikationen. Ihr greift ja damit erstmal nichts an, ihr habt ja keinen Zugriff auf irgendwelche Daten, ihr könnt nichts finden, aber ihr könnt Möglichkeiten finden, wo diese Anwendungen angegriffen werden könnten. Quasi wurde damit der Hacker-Paragraph aufgehoben für lokale Anwendungen, wenn ihr mich fragt. Die laufen ja nicht im Internet in dem Sinne. Ich weiß, das war eigentlich auch nicht Teil vom Hacker-Paragraph, warum das verboten war, sondern wegen dem Urheberrecht. Aber trotzdem, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und damit kommen wir zu den Privacy News und einer Sache, die man genau damit finden könnte, mit Reverse Engineering. Was für eine tolle Überleitung. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Eine Studie zeigte, dass Android-Geräte permanent ihre Nutzer ausspionieren. Das ist jetzt wenig überraschend. Sie zeigt aber auch, wer wo war's. Beispielsweise ist Samsung ganz besonders krass. Sie schicken zum Beispiel Daten an sich, an Google, an Microsoft und noch ein paar andere. Xiaomi, Realme und Huawei senden vor allem an sich selbst Entschuldigung, und Google. Google
sendet nur an Google und selbst Lineage OS, eine eigene Custom-Variante, sendet, so die Studie, Daten an Google. Graphene OS war leider nicht in dem Test mit einbegriffen, aber ich glaube, das hätte ganz gut abgeschnitten. Es gibt zudem keine Möglichkeit, die Dienste zu deaktivieren, denn sie sind mit mehr Rechten installiert, als ihr auf eurem eigenen Handy habt. Für Xiaomi, Realme und Huawei gibt es zudem noch Anwendungen, deren Daten entschlüsselt werden können auf dem Transportweg und die damit Man-in-the-Middle-Angriffen ausgesetzt werden könnten. Eure Daten könnten somit sogar gestohlen werden, einfach nur durch dieses Datensammeln der ganzen Anwendung. Alles in allem, ich würde sagen, es wird Zeit für mein Video über Smartphone-Alternativen, habe ich das Gefühl. Kommen wir aber noch zu zwei schöneren Themen. Zunächst geht es um die KI-News. Bei der MIT Technology Review wurde eine KI vorgestellt, die kleine digitale Tierchen dazu bringt, sich in einem gewissen simulierten Terrain fortzubewegen. Dazu haben sie besondere Fähigkeiten, und zwar nämlich Körperteile wachsen zu lassen oder auch verschwinden zu lassen. Sie haben sich sozusagen dynamisch entwickelt. Das Spannende war, dass sie bessere Körper je nach Terrain gebaut haben und sich dadurch aber auch ihre Neuronen in dem neuronalen Netz, also quasi in ihrem Gehirn, veränderten, um mit dem neuen Körperteil umzugehen. Und diese sogenannten UMIMALs, Universal Animals eigentlich, wurden mit Reinforcement Learning und neuronalen Netzen trainiert, also mit Bestrafung und Belohnung. Können sie sich gut bewegen, gibt es eine Belohnung, lief das eher schlecht, gab es halt eine Bestrafung. Dadurch werden übrigens auch Spiele-KIs trainiert, also zum Beispiel Schach oder Go oder. Und abschließend habe ich heute den Lacher der Woche für euch, nicht den Bericht der Woche. Den haben sich nämlich gleich mehrere Wiener Museen verdient. Instagram hat ja eine KI, die automatisch Sachen blockiert, die zu obszön sind. Das heißt, Möppes oder ein Pimmel aus Hamburg, die dürfen da einfach nicht zu sehen sein. Die werden weggeblockt. Da aber sowas auf Kunstwerken häufiger mal zu sehen ist, wenn nicht sogar auf jedem Bild, deswegen dachten sich eben diese Wiener Museen, ey yo, lass mal die Bilder auf OnlyFans posten. Das heißt, die Wiener Museen haben jetzt einen OnlyFans-Account. Und dass man nicht zeigt, dass Genitalien doch Nachdruck verleihen können, ja, dann weiß ich auch nicht. In eben jenem gebildeten Sinne verabschiedet sich meine Wenigkeit auf ein inspirierendes Gläschen Rotwein, um meine Muse sprechen zu lassen, für mein höchstnächstes Skript der Gestalt ihr nächsten Freitag erwarten könnet. Gehabet euch wohl und tretet mir auf der sofortigen Bildergalerie namens Instagram nach, wo ich kommende Woche einige der eurigen Fragen auf intellektuelle Art und Weise beantworten zu gedenke. Adieu!